Morgen Leute, ich bin heute in Eis, heute Morgen, und werde da eine Wanderung machen von Evian, wieder eine Naturwanderung. Und das geht rauf und runter im Bunderbos oder Bunderwald. Also, ich werde euch mitnehmen auf diese Reise. Genieße von dieser schönen Wanderung, es wird eine Waldwanderung. Leute, wir sind jetzt gefahren von Eisen nach Göhle und gehen von hier aus nach dem Bunderbos. Und dann werden wir hier so eine schöne Wanderung, ungefähr 8 Kilometer, sagten die. So Leute, da hatten wir uns schon das erste Mal verlaufen. Ne? Und das geht hier richtig rauf und runter. Das ist unglaublich. Das macht richtig sehr. Und jetzt geht das richtig den Berg runter. Das ist unglaublich. Wir sind wieder auf der Strecke. Das war ein bisschen schwierig. Die Telefons hatten gestreikt von den Leuten. Aber die Straße, die ich euch sehen lassen, die ihr gesehen habt, die war komplett weggespült. Von der rechten Seite. Da war die verschlossen. Mit dem hohen Wasser. Eine Mann sagte, dass das Wasser bis zum Nacken reicht. Also so hoch ist das Wasser darunter. Und jetzt war noch mal eine schöne Blume in der Landschaft sehen. Manchmal müssen wir durch richtiges Gestrüpp und Bäume, die umgefallen sind und so weiter und so fort. Das ist richtig was los hier. Aber es geht so. Und jetzt geht es wieder den Berg runter. Ne? Unglaublich. Hier liegt wieder ein Baum. Da ist viel Matsch, da müssen wir rum. Es geht nicht anders. Das hat es ja richtig in sich. Ne?
schön im Bach. Leute, es riecht hier noch Zwiebeln. Aber es gibt hier Beerenlauch. Und das blüht im Frühjahr. Da waren wir nicht hier. Und das war, worüber die Leute gesprochen haben. Und wir gehen wieder die Stufen hoch. We hatten jetzt die Stufen runter. Jetzt gehen wir die Stufen hoch. Dit bos is eigenlijk ontstaan 10.000 jaar geleden na de laatste ijstijd. En toen begon de Maas ineens weer heel harder te stromen. En die heeft eigenlijk het hele dal uitgesleten. Daar zeg je het, hè? Ja. En vroeger had je ook nog, daarnaast allerlei beekjes, hè, die dus natuurlijk ook allemaal harder gingen stromen. Die hier en daar allemaal dat relief hebben gemaakt. En heel vroeger liep de Maas, dat was de Oostmaas, liep de Maas van Duitsland in. En dus het langzamerhand teruggegaan naar de huidige bedding, maar daar heb je dus ook nog wat terrassen van. En die terrassen zijn nog eens weer uitgesleten hier door de beekjes en door de Maas. Kijk, je ziet van hier al aan binnen. Als je richting Zuurlijk, dan kun je nog in de horizon zien dat die kleine deurtje. Ja. Daar staat je over naar Die Duitsland. opgelopen heeft. En ja, de laatste grote ingreep was niet natuurlijk, dat was de spoorlijn 1865 gebied. Dus die heeft het hele gebied eigenlijk doorsneden. Waardoor er op de waterlopen allerlei beekjes en afwateringsdingen veranderd moesten worden. En die beekjes die hier ontstaan, dat komt ook omdat je hebt er grondwater, dan krijg je klei, dan kan het niet meer verder en dan komt het aan de grond, hè, zeker in die hel hier. Komt het eruit hier. Dat kan spoken. Dat kan spoken. Ja, dat kan behoorlijk spoken, ja, daarom zie je dus wel. En dan zie ik dat die wegen zo uitgespoeld worden, hè, als het hier een keer gaat. Want het is een hellingbos, nou dat zijn we duidelijk aan het ondervinden, dat een hellingbos is. En dit hellingbos staat eigenlijk bekend voor zijn bronbeekjes. Het is dus eigenlijk altijd hier wel natter dan op heel veel plaatsen. Maar dit jaar doet de regen van de bovenkant ook een hele hoop. Van de onderkant hier is vrij hard en dan weet die bronbeekjes, dat verzamelt dan dringt niet de grond in, maar omdat die onderlaag zo hard is. En dan stroomt het naar beneden, naar de laagste punt. Vanmiddag komen we daar een heel mooi voorbeeld van tegen. Waar is het nog wat natter. De Hemelbeek is een van de belangrijke beken hier die ook als natuurstukje gebruikt wordt voor beveren. Dat is met de Diese Strecke macht richtig was her, Leute. Es geht rauf und runter. Ich bin schon am Schnaufen, ne? Unglaublich. Aber es ist eine schöne Wanderung. Richtig schön.
Wir sind aus dem Wald raus, Leute. Und jetzt in ein Dorf. Laufen über die Bahnstrecke. Und das war eine schöne Strecke. Wir haben mal ein bisschen Pause gemacht, mindestens 10 Minuten, glaube ich, dass es war. Viertelstunde. Und jetzt gehen wir wieder fröhlich weiter in ein Dorf. Und ich habe keine Ahnung, welches Dorf das ist. Naja, gut. Ich werde mich wieder melden. Ne? Das Stück hier ist richtig scheiße, Leute. Das ist nur Matsch. Das ist sehr schwierig zu laufen. Oh mein Gott. Sonst die Umgebung ist schön. Nur der Weg dort, die Umgebung ist nicht so schön. Jetzt geht er wieder einigermaßen. Aber jetzt wird es wieder sehr schlimm. Man muss sich da richtig zwischendurch schlängeln, ne? Zwischen den ganzen Match. Umgestürzte Bäume. Wow. Scheiße. Mann, ist das glatt hier. Heiliger Scheiße. Meine Jacke versucht.
lage bos en het bunderbos aan de andere kant. Dus het zijn eigenlijk, men praat altijd, want dit is bekend onder het bunderbos, de mensen zo kennen ook het. Ja. En het is eigenlijk een aaneenschakeling van verschillende losse stukjes bos die op de een of andere manier een verbinding vormen. En het leuke vind ik ook, je ziet hier ook heel goed ingeklemd tussen de autoweg en de spoorweg. En toch heb je soms het gevoel dat je in een oerwoud zit. En dit is dan wel Geulen. Dat zijn de voorstad, maar daarvoor ligt Brommelen, dat hoort er ook in. Kijk, en hier hebben ze denk ik een aquaduct gemaakt. Om die natuurgebieden te... Of een ecoduct bedoel ik? Ja, over de A2 is dat. Ja, ze hebben 2 ecoducten gemaakt. Ja, Julianenkanaal. Maas ligt daarnaast. Ja. En hier over de A2 hebben ze wel hier hebben ze precies. En dat is een ecoduct. Boven bij het vliegveld ongeveer. En waar is die spoorlijn? Ja, dit is het spoorlijntje waar wij steeds gezien hebben. Ja. Loop hier over de... A2 dus de maat, ik had even verkeerd gekeken. Spoor, want dat is eigenlijk een spoordijk. Je hoort ook regelmatig dingen. Dat lijkt wel lang ook heel diep. Ja, dat is lekker. Toen boven waren. Hier ligt hij over, we zitten hier aan de andere kant. En dan loop je echt boven over. Horen we dadelijk ook regelmatig. En het laatste stukje gaan we ook langs de spoordijk. We gaan nu onder het duikertje door. En dan komen we uiteraard op hetzelfde plekje als boven. En jullie hebben vanmorgen gemakkelijk het trapje naar beneden. Nu moeten we nog omhoog. Een stukje flikker er niet over, dan wordt het lichter. Ja, ik heb het goed in het ja. Jetzt gehen wir nur noch den Berg ab, Richtung Café, sagte der Mann. Ich versuche immer die Leute aus dem Bild zu halten, aber es ist manchmal schwierig. Aber ich denke, dass wir jetzt zurück zu Göhle gehen. Vermute ich. Aber wir werden das sehen, Leute. Ich werde immer fit. Es geht gut. Nur einmal ausgerutscht, also alles im grünen Bereich. Ja Leute, das war's wieder für dieses Video. Nächste EVN-Wanderung wird in Kastenraai sein. In der Nähe von Venlo, oberhalb von Venlo. Das werden die Kastenraaiser Mooren sein. Also Leute, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch. Haben Sie Anregungen, schreiben Sie in die Kommentare. Schauen Sie auch mal vorbei auf unserer Patreon-Seite. Und dann danken wir Ihnen fürs Zuschauen und sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.